Ich habe aber auch irgendwo ein Auge für Boxer. Er wurde eines Titels in meinen Augen beraubt. Avni hatten sich präsentiert wie ein Champ, Avni gegen Canelo. Und dann wurde unser Marktwert gesteigert. Avni sieht gut aus, aber Avni ist ein Türke. Ahmed, ein Name wie Canelo, ein Weltstar wie Canelo. Im Fußball Ronaldo, Messi, aber im Boxen Canelo. Und dann ein Fight gegen Avni Yildirim, ein türkischer Boxer. Ich brauche eine Erklärung. Die Erklärung ist ganz einfach. Die Erklärung sitzt hier gegenüber. Ich bin die Erklärung. Und das mag vielleicht vielen nicht gefallen. Ich habe viele Leute betreut. Olympiasieger. Alles. Ich habe Ex-Boxer an die Spitze gebracht gegen Klitschko. Gomez mit knapp 37. Im Boxen ein älterer Mann. Fußball, Leistungssport. Ich habe immer, die meisten Veranstaltungen, die ich gemacht habe, waren WBC. 99,9%. Ich bin, seit Jahren mache ich nichts anderes. Mein Präsident Suleiman, stolz, und er gibt mir meine Loyalität. Ich habe aber auch irgendwo ein Auge für Boxer. Und ich finde, dass Avni auch nach der Lübeck-Niederlage sich gut gebessert hat. Aber es ist trotz allem auffällig, wie viele Boxer du hast, die trotz diversen Niederlagen immer wieder an die Weltspitze gekommen sind. Ja, Boxer können doch mal verlieren, lieber Serdar. Aber dass sie dann so schnell wieder an ja, die aber Weltspitze kommen. guck doch mal beim Avni, das ist kein Zufall. Der Avni hat gegen Eubank verloren, hat danach 5 Kämpfe in Folge gemacht. Er hat im Oktober, am 7. Oktober verloren, im Dezember hat er seinen ersten Comeback gemacht. Dann hat er im März die WBC International geboxt. Dann hat er im Mai die WBC International nochmal verteidigt. Dann hat er nochmal geboxt in Domrep und dann hat er im September mit Elimination geboxt, eine Ausscheidung gegen einen erfahrenen Mann, der WBC angenockt hatte, Jolenka Mock. Daraufhin hat dann Benavides, wurde wegen Doping gesperrt, der Gürtel wurde vakant. Dann habe ich gesagt, stopp, wir wollen drum boxen. Und dann kam Dirrell, Anthony Dirrell, der Ex-WBC-Champion, hat gesagt, ich will auch. Okay Jungs, dann boxt ihr beide. Die haben uns nicht ernst genommen, wir haben einen geilen Kampf gemacht. Avni hatten sich präsentiert wie ein Champ, hat wirklich, letztendlich hat er eine geile Show gestellt und er wurde eines Titels in meinen Augen beraubt. Ist egal. Die Leute, die das gemacht haben, waren PBC, hat sich aber mir gegenüber sehr fair verhalten danach, hat auch eingesehen, hat gesagt, Jungs, wir machen mit euch weiter, ihr wart ein geiler Boxer, weiter. Ja, und dann kam Canelo mit seinem Deal und dann kam Golden Boy und Golden Boy und Canelo haben sich zerstritten. Und dann habe ich natürlich gesagt, ich arbeite mit PBC und PBC hat gesagt, Jungs, Moment, wir würden den Kampf auch machen, Avni gegen Canelo. Wir hätten alleine nicht sagen können, hallo, wir machen Canelo gegen Avni in Istanbul. Wenn unser Präsident Erdogan uns da geholfen hätte, hätte es Aufstand gegeben. Folge immer zu, wir haben andere Besorgungen. Du kannst jetzt nicht hier 50 Millionen rausballern für so einen Boxkampf. Also, die Sinnhaftigkeit ist nicht gegeben. Verstehe. So, und die Amerikaner haben das über Pay-Per-View-Systeme. Ja, und PBC hat uns unterstützt ist Al Haymon. Ich danke dem und Loyalität wieder zählt. Und das sind gute Buddies. Ein Netzwerk, Networking. Und hier in Deutschland gibt es eigentlich nur Veranstalter mittlerweile. Sauerland Universum, früher, die waren gut, die gibt es nicht mehr. Das neue Universum wurde von so einem jungen Mann gekauft. Ich weiß nicht, ob der Ahnung hat von Tut und Blasen. Dann gibt es einen Mitstreiter in Hamburg, der heißt Herold Helan. Ja, er hat halt nicht so viel Glück mit seinen Boxern. Der hat das Geschäft auch schon ein bisschen verstanden. Aber halt die Boxer ist schwierig, wenn du nicht diese guten Jungs holen kannst. Und er arbeitet mit der WBO und ich finde die WBO nicht gut genug, sorry. Die ist nicht loyal. Und dann gibt es Petkovic, der ist einfach zu, ein lieber Junge, aber ist einfach Pech mit seinem Boxen, auch zu schwach. So, das mit Run, Fighting hat er versucht. Das sind alles Sender, die zahlen kein Geld, das ist alles schwierig. Der deutsche Boxmarkt gibt kein Geld mehr. Seitdem die Klitschkos aufgehört haben, ist alles vorbei. So, und ich habe das mit eigener Kraft gemacht, mit Gazi. Das heißt, die dann auch Dankeschön und wahrscheinlich an den Sponsor Gazi. Ja, hör zu, die sind von Anfang bis Ende bei mir seit 2001 dabei. Die haben mich in allen Formen unterstützt und die haben immer Gas gegeben, die haben an mich geglaubt, an meine Sportler. Und ich habe die auch nie enttäuscht. Leider habe ich ein paar Mal enttäuscht, dass meine Jungs die finale WM nicht gewonnen haben. Das ist meine einzige Enttäuschung. Aber ich finde, ich habe der Marke Gazi viel gebracht, viel geliefert. Wir haben damals mit Sinan und allem anderen Boxer von mir, ich bitte dich, auf RTL, bei Gomez, bei Klitschko, bei Solis,
Da, ich meine, das waren Primetime, 11 Millionen Einschaltquote und so. Da haben wir Gazi. Gazi ist auch bekannt geworden durch Boxen, durch Sinan. Wir haben viel gemacht. Jetzt brauchen die uns vielleicht nicht mehr, aber die sind mir loyal. Ich danke dir. Das heißt, wenn wir über Weltmeisterschaft sprechen, dann findet sie eigentlich nicht mehr in Deutschland statt, sondern die einzig wahre Weltmeisterschaft ist in Amerika. Oder England. Oder England. Oder Mexiko. Oder vielleicht Saudi-Arabien, weil die Araber jetzt mittlerweile als Eventmanagement Geld reinpacken. Das ist ein Bombengeschäft für die Promoter. Eddie Hearns. Und Eddie Hearns ist ja ein intelligenter Mann. Der hat Matchroom, der hat DAZN. Das ist ein Typ. Die haben das hingekriegt, die haben das gepackt und die haben auch den Canelo jetzt genommen und waren faire Jungs, sind coole Jungs, haben mich respektiert, haben mich ernst genommen, haben meinen Stand bei der WBC respektiert und ich bedanke mich eigentlich nur bei Mauricio Süleyman, dass er zu mir gestanden hat. Und er steht zu mir wie eine Eins und das ist einfach göttlich. Das hat mir die Position gegeben zu sagen, hey Jungs, nur unter der Bedingung, und der Bedingung, und der Bedingung, und der Bedingung, und der Bedingung, boxen wir gegen Canelo. Und dann ging es hin und her und wir haben einen guten Deal hingekriegt. Es gibt doch einen B-Plan für Avni, es geht weiter. Wenn er verliert, weil du kämpfst gegen Superman. Das ist leider so. Der hat Mexiko hinter sich. Wir wollen nicht nur Geld kassieren, wir wollen gewinnen. Und Boxer sind nur Ist-Zeit. Wo ist Henry Maske? Er hat seine McDonalds-Buden, macht da irgendwas rum. Wo sind die alle? Marco hat genug Geld, ein paar Immobilien, versucht trotzdem noch weiterzumachen. Manuel Schah hat sich mit dem Klitschko-Kampf rumgedoktert, hat es geschafft, dann sich diesen Titel zu holen, ein paar Investoren gefunden, ganz clever. Aber nicht zu vergleichen mit mir. Ich bin ein Promoter. Aber im Grunde genommen sind alle irgendwie zu irgendeinem Geschäft ausgewichen, aber du bist Ich bin immer noch meinem beim Geschäft Boxen. treu geblieben und ich bin der WBC treu geblieben und ich habe letztendlich, das ist alles kein Zufall. Wenn du immer am Ball bleibst, kriegst du irgendwann deine Belohnung. Wenn du immer an der Kamera bleibst, junge Frau, dann wird irgendwann Hollywood sagen, komm mal her, mach mal das. Aber wenn du darum doktorst und darum doktorst und darum doktorst, dann kommt irgendwann nichts. Weil du musst, die Beständigkeit muss geliefert werden. Die Beständigkeit, das ist dann diese Zufälligkeit. So ist eine Theorie, man trifft sich wahrscheinlich, wenn du drin bleibst in der Bahn. Dann trifft auch mal dich die Billardkugel oder die andere Kugel, welche Kugel auch immer. Und das Ding ist so, der Avni-Boxer seit seinem 13. Lebensjahr ist seinem Sport treu geblieben. Jetzt hat er seinen verdienten Jackpot. Und du musst dir vorstellen, es resultiert aus Pay-Per-View. DAZN ist eine Firma, die weltweit Rechte hat. Und dieses Livestream-System, die regenerieren so viel Geld. Jetzt stell dir mal vor, beim Canelo kommen 1 Million Leute mit $70. 70 Millionen Dollar. So, da ist doch easy 35 Millionen. War das mit deutschen TV-Rechten, war das mit englischen TV-Rechten, war das mit Weltrechten? In der Türkei haben die bei dem Canelo-Kampf 1500 User gehabt mit $2. In Deutschland weiß ich nicht, 15 Euro aber in Amerika 1,4 Millionen, glaube ich. Jetzt zieh das mal rein. Du musst dir vorstellen, Geld rules, money rules the world und Boxing ist auf money. Guck mal, Joshua Ruiz. Die haben mit Joshua weitergemacht nach der Niederlage. Aber will doch keiner sehen. Kannst du auch nicht mehr vermarkten. Wenn du so einen Penner als vorstellst als Weltmeister, dann sind die Leute enttäuscht. Sinan wollten die auch deswegen nicht haben. Wie sein Body. Und Luan sah aus wie ein Athlet. Der konnte eine Pommesbude stellen, der konnte ein Interview geben. Sinan konnte kein Deutsch. Jetzt musst du dir mal vorstellen, Avni sieht gut aus, aber Avni ist ein Türke. Der hat keine Lobby hinter sich. Der Avni kann jetzt nur zerstören im Ring. Hallo, jetzt hier bin ich. Versucht mich aufzuhalten, wenn ihr wollt. So, und jetzt müssen dann die Gegner liefern. Dann kann Avni Multimillionär werden. Jetzt wird er Millionär. Jetzt kann er aber Multi werden. So, wenn er das nicht schafft, dann sagt er, okay, ich habe meine Rente durch, jetzt mache ich ein bisschen weiter und doktor mal da ein bisschen rum, gegen Charlo, gegen dies, gegen das, gegen jenes. Dann wird er immer sein Geld verdienen. So, wir wollen nicht nur Geld kassieren, wir wollen gewinnen.